On November 9th, 1989, East Berliners heard a rumor that their wall was to be opened up. None of them knew if the rumor was true, not even the police who guarded the wall and were trained to shoot anyone trying to cross it. Nobody planned for the wall to open that night, but it happened. The wall opened, and the Iron Curtain, which for more than a generation had divided Europe in half, was dragged down with it. This is the story of the events which led up to that historic night. Only 2 years before the fall of the wall, the East German state had received the mark of international recognition it most desired. Its communist head of state, Erich Honecker, had finally received an invitation to visit West Germany. Arriving at the West German capital of Bonn, Honecker was greeted by the head of a government which for nearly 40 years had led most of the world in refusing to recognize the communist regime in East Berlin. In gewisser Weise war es die Krönung seines politischen Wirkens nach seiner Vorstellung. Sein Hauptanliegen bestand ja darin, dass der DDR die letzte Anerkennung nicht mehr versagt bleiben dürfe. Und die letzte entscheidende Anerkennung, vielleicht noch wichtiger als die Anerkennung also der halben oder ganzen Welt, also vieler Staaten, war die durch die Bundesrepublik. Damit war erst sozusagen vollzogen die Existenzberechtigung und unangreifbar worden der DDR. Honecker war ja ein sehr emotionaler Mensch und für ihn war das Abspielen der DDR-Hymne und das Hissen der DDR-Fahne, ich würde schon sagen, fast der Höhepunkt seines Lebens. Dass er dort also der Welt verkünden konnte, dass also die Bundesrepublik und die DDR wie Feuer und Wasser unterschieden sind, dass ohnehin niemand mehr vereinen kann und das sozusagen dem Kohl unter der Nase sagen konnte, das war für ihn natürlich ein unglaublicher Triumph. Nun konnte der DDR nichts mehr passieren. But Chancellor Kohl, while feeding Honecker's self-confidence, was even then plotting to overthrow him. All unsere Gäste, Sie leben! In the 80s, Honecker's East Germany seemed to be riding high. In industry, housing, and sports, East Germany was outstanding among the bloc of socialist countries. A report by the Central Intelligence Agency even stated that East Germany's gross national product per capita was fast approaching West Germany's. Behind the shelter of the wall, the traditional mass parade seemed to reaffirm East Germany's will to defend its borders and its ability to do so. Not long before Honecker's victory in Bonn, in Moscow, the last of the hardline leaders of the Soviet Union died. Mikhail Gorbachev took advantage of the presence of so many leaders from the communist world and told them about a change of policy. Я встретился с ними, по моей инициативе эта встреча произошла. Мы узким кругом, вот только один на один с переводчиками, вели разговор. Мне надо было и представиться им, и кое-что уже сказать. И в числе сказанного
содержался тезис о том, что мы будем следовать твердо принципу равноправных отношений, близких отношений, союзнических отношений, невмешательства во внутренние дела. И из этого вытекает, каждая партия должна и отвечать за положение дел в своей стране, за внутреннюю политику. The Soviet Union had always kept a tight grip on the lesser communist states. It was hard for Honecker to believe that Gorbachev meant what he said. Я думаю, что мои друзья пропустили это через уши, и это ушло, потому что подобные заявления, видимо, делались и раньше. Honecker was old enough to be Gorbachev's father and hoped to guide him, especially in foreign policy. Dann kam Gorbatschow ran und er hat also die Öffentlichkeit, die Weltöffentlichkeit mit einer Kanonade von außenpolitischen Vorstellungen bedient. Und plötzlich war der Honecker aus dem Spiel. Erich Honecker's style now seems stiff and traditional. Auf unsere guten, treuen, zuverlässigen Yachthelfer, unsere Genossen des Bezirkes Erfurt, die hier angetreten sind, ein dreifaches Heute! 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 Die Staatsjacht ist beendet. Many of Honecker's citizens never escaped the state hunt. He did not trust them. They were spied on a massive scale by the Ministry for State Security, better known as the Stasi. Stasi headquarters in East Berlin had 3,000 rooms, over 11 miles of shelf space to store files based on informers' reports. The Stasi could dictate who went to college, who would get the best jobs, and who would be privileged to travel abroad. Banks of cassette recorders were connected to 1,000 public and private telephones. All this eavesdropping filled the jails with political prisoners. In the spring of 1989, the regime was still firmly in control. For Honecker's supporters, May Day was the high point of the year. Diese Mai-Demonstration war nochmal ungeheuer von der Zahl der Menschen, die dort marschiert sind, als auch von der Atmosphäre. Also die Mütter gaben ihre Kinder hier oben auf die Tribüne und alle wollten Honecker die Hand drücken und so weiter. Das schien alles nochmal in Ordnung zu laufen. Also nach diesem Ereignis kamen die Hiobsnachrichten Schlag auf Schlag. Eins nach dem anderen. The first great blow to the wall was struck from an unexpected direction. It came from Hungary, a fellow communist state. In Budapest, the Hungarian government was committing heresy. In Heroes Square, they were honoring the disinterred body of Imre, who in 1956 had led an uprising against the Soviet Union, and at Moscow's insistence, had been hanged. Hungary's new leaders were communists who had come to believe that communism had failed. Én 1988. októberében a magyar parlament elé bocsájtottam az úgynevezett demokrácia csomagtervet. És ebben a csomagtervben szerepelt az egyesülésről szóló törvény, szerepelt az alkotmány módosítása, és szerepelt a népszavazásról szóló törvény. Számos
olyan kezdeményezés, amely egyengedte az utat a több pártrendszerhez. Hungary had already found that reforms attracted generous sponsors. In 1987, when the younger communists there seemed poised to take control from the old guard, Budapest received a visit from a representative of West Germany's Chancellor Helmut Kohl. Es gab die Zusicherung an die Reformkräfte in der ungarischen kommunistischen Partei, wenn die Absicht, Generalsekretär abzulösen, durchgeführt wird und wie zugesagt ein wirtschaftlicher Reformkurs eingeleitet wird, dass die Bundesregierung diesen Liberalisierungskurs mit finanziellen Krediten unterstützen wird. Und sie hat Wort gehalten, als die neue Führung unter Groß nach Bonn kam, in der Form von 1 Milliarde Kredit. West Germany's aid was part of its campaign to bring down Erich Honecker. Um was es uns ging, ist in der Tat eine Politik der Reformen, wo immer sie sich entwickelte, zu unterstützen. Ganz klar mit dem Hintergrund, dass wir uns davon erhofft haben und erwartet haben, dass sich daraus auch Wirkungen auf die Situation in der DDR ergeben. Das heißt, der Druck auf die DDR wachsen würde. In March 1989, Hungary's new Prime Minister, Miklós Németh, visited Moscow. The plans that had pleased the West Germans were threatening to the communist bloc. He tested Gorbachev's reaction. Beavatkoznának-e ugyanúgy, mint azt tették 1956-ban? Gorbachev gondolkodás nélkül nemmel válaszolt, és ez a nem számomra igen fontos volt az elkövetkező hónapok politikai eseményeinek, menetrendjének megtervezése és meghatározása szempontjából. Figyeltük a szovjet reagálásokat, és minden egyes reagálás elmaradása után úgy éreztük, hogy léphetünk előre. Így tettük meg kezdeményező lépéseinket, közvetlen tárgyalásokat terveinkről nem folytattunk Moszkvával. Hungary's next step was planned with its western neighbor across the Iron Curtain, Austria. Prime Minister Németh invited the Austrian Chancellor to a mansion not far from the Iron Curtain. Here they discussed dismantling the whole of Hungary's section of this barrier across Europe. The 150-mile border that cut off Hungary from Austria and the West was guarded by twin barbed wire fences with an alarm system linked to border guard posts. Although Hungarians were by now allowed to travel freely, their government had maintained the fence to stop the citizens of its communist allies, especially East Germany, from escaping. But the fence was becoming an expensive embarrassment. Összességében semmiképp sem volt arányban a katonáink, a tisztjeink megterhelése, az a nagy munka, amit ezzel az elektromos jelzőrendszer jelzésére végrehajtottak, amilyen eredményt ez hozott. Amikor azt a nagyon hangos és határőr számára nem jót jelző kürtjelzés megszólalt, akkor nem tudta senki sem azt a műszerekről, hogy az elektromos jelzőrendszer mitől jelez. Állattól jelzett mondjuk az elektromos jelzőrendszer. Hát ha állattól jelzett, akkor ezt a nyomsávon a kiérkező riadócsoport megállapította az állatok nyomából. Volt ez nyúl, volt ez fácán, volt ez szarvas, legtöbbször szarvas, főleg az erdőbe, és hát bizony volt egyszer medve is. Ez nagyon meglepődtünk ezen, mert nem jellemző, a Magyarországon nincs medve. The Hungarians decided that they could do away with a fence which kept in mainly animals and East Germans.
On May 2nd, 1989, in front of television cameras, they went to work. The armed border patrols were to continue to remain in place, guarding every crossing. Even so, the news set off alarm bells when it reached East Berlin and the Politburo. Honecker kam in die Sitzung und warf seine Aktentasche auf die Sitzung und wandte sich gleich an den Verteidigungsminister mit der Frage, na sage mal, was haben denn die Ungarn da veranstaltet? Hast du davon was gewusst? Hast du dich da schon erkundigt? Und Kessler hatte sich morgens beim Hören der Rundfunksendung und so weiter natürlich schon gesagt, da muss man sich sachkundig machen, hat seinen ungarischen Kollegen, den Verteidigungsminister, angerufen und hat um Aufklärung gebeten. Határozottan emlékszem, a hadügyminiszter úr konzultált velem, az én hadügyminiszterem, hogy milyen választ adjon. És én akkor azt mondtam neki, hogy ha mi ebben magyarázkodni kezdünk, csak feltárulkozunk, és egyre rosszabb helyzetbe kerülünk. Maradjunk úriemberek, és adjunk egy formális választ. Nem volt rá pénzünk, mi ezt nem újítjuk fel, meg hát le is akarjuk egy picit rombolni. Und der versuchte ihn zu beschwichtigen, dass das eine Sache sei, mit der er auch nicht einverstanden sei, dass das die Rechten bewirkt hätten, aber er könne sicher sein, die Ungarn würden also die Grenze des Lagers weiterhin sichern, sodass also die DDR also nicht befürchten müsse, dass also sie über ein Loch im ungarischen Zaun auslaufen könnte. Mi már akkor mind a ketten tudtuk, hogy ennek lesz valószínűleg, hogy mikor, azt még nem, de lesz folytatása. De abban maradtunk, hogy ezt a részét már nem adjuk meg, nem képezi a válasz részét. De egy nagyon udvarias, formális válasz kapott az ő NDK-s partnere. Damit gab sich das Politburo zunächst mal zufrieden. Also mehr muss man sagen, gab sich Honecker zufrieden. Honecker was the man who had built the wall. Ever since, East Germans had risked their lives trying to cross it. Now not only had the Hungarians cut a hole in the Iron Curtain, now they were cutting it up to make souvenirs. Western television footage of the fence being torn down had been seen in East Germany. These images made many East Germans feel that if they could just get to Hungary, they could somehow slip past the border guards into Austria and on to the West. West Germany, they knew, would give them passports. The summer vacation season was just beginning, and Hungary had always been one of the most popular destinations for East Germans. Soon, tens of thousands of them were camping out here. The Stasi spies among them could not tell the difference between genuine vacationers and those guilty of the crime of planning to escape. Honecker's satisfaction with Hungary's reassurances soon evaporated. Als sie sich weiter in der Richtung entwickelten, wie wir sie alle kennen, also nicht im Sinne der Darstellung dieses ungarischen Verteidigungsministers, wurde natürlich wurde Honecker nervös, auch die Führung der DDR wurde nervös, weil sie eine direkte Gefährdung der DDR daraus ableitete. Und es gab keine Diskussionen darüber. Honecker decided to appeal to his allies, in particular President Ceausescu of Romania, who that summer was hosting the regular meeting of the Warsaw Pact, the communist military alliance. Honecker and Ceausescu turned on Hungary and on Poland, the other delinquent state. Ezen a politikai tanácskozó testületi ülésen Ceausescu nyíltan javasolja, hogy egy külön ülésre van szükség, ahol a politikai tanácskozó testület megvitatja a Magyarországon és Lengyelországon zajló eseményeket. Mert mindaz, ami ott ebben a két országban történik, az halálos fenyegetés a szocialista internacionalizmusra és a szocialista táborra. Németh knew that the lineup against him, Romania, Czechoslovakia, Bulgaria, and of course East Germany,
could take action only if the Soviet Union supported them. The man who could settle this matter was sitting opposite Németh. Szemben velem az asztalnál ült, nem középen, egy picit jobbra Gorbachev, aki mosolyogva, szemével mosolyogva, így értem, intett nekem erre a javaslatra. Természetesen ezt nem lehetett elfogadni, de ezt megismételték a többiek is. The Warsaw Pact declined to help Honecker, and East Germans continued to leave. On July 12th, President George Bush visited Budapest and duly received his piece of the fence. A piece of barbed wire. Maybe I should read this for the American press here. The piece of barbed wire is part of the Iron Curtain alongside the Hungarian-Austro border. It palpably represented the division of the European continent into two halves. Nobody could now fail to know about the hole the Hungarians had cut in the Iron Curtain. Like West Germany, the president came bearing gifts for good behavior, and he too had East Germany in his sights, though he couldn't say so openly. Once your parliament passes the new immigration legislation proposed by your Council of Ministers, I will inform our Congress that Hungary is in full compliance with our trade law. This action will give Hungary the most liberal access to the American market for the longest terms possible under our laws. After the speech, Prime Minister Németh asked for clarification. Bush elnök nagyon rövid és határozott volt, mosolyogva tette. Mi, az amerikai kormány, és én személy szerint nagyon nagyra értékelem ezeket a lépéseket. De nem tudni mikor. Eljöhet egy pillanat, amikor önöknek ennél nagyobb döntést, az eddigieknél nagyobb kihatású döntést is tenniük kell. És mind a ketten tudtuk, hogy ő mire utal. Nagyon egyszerű, július közepén már erőteljesen érződik Budapesten, a Balaton környékén, hogy itt valami történni fog. Nevezetesen nem mennek haza a turisták. Ennek a jelei már nyilvánvalóak. The American ambassador in Budapest spelled out more plainly what President Bush wanted Hungary to do with the tourists. I said that if they contained them in Hungary and prevented them from going through, that they could forget about trade relations with the West and specifically with the United States and about further investment. It seemed to me critical that the Hungarians understand that just as they were under intense pressure from the East Germans not to permit free flow, that there was a countervailing pressure which was even larger from the West to permit this process to go ahead. All the while, more East Germans were pouring in. Hungary needed to oblige the West, but simply to open the border and let the refugees out would strengthen the case of the Warsaw Pact hardliners. What Hungary needed was some kind of diplomatic magic trick. Enter one of the most unexpected figures in the story, Otto Von Habsburg, member of the European Parliament and heir to the former imperial throne of Austro-Hungary. After years of being kept out by Hungary's hardline communists, he had recently begun making visits to Budapest. Von Habsburg was the eldest son of Emperor Karl of Austria, who was also King of Hungary. He was not a figure who could slip into the country quietly. In 1988, the message came through that the time was ripe, I could come. So I came to Hungary, and while at first I was known as a name but not as a face, so I could travel the first 2 days quite freely through Hungary. Later on, it changed radically. When I had finished my first trip, I received several demands
to come and speak to the Hungarians, especially the University of Debrecen, a university which had been founded by my father in the course of the First World War. Over dinner, a conversation took place which the Hungarian government would seize on to perform its diplomatic sleight of hand. In the course of this dinner, the idea arose we should do something to dramatize the end of the border. And so the idea arose either, and that is what I'm not quite certain, either by my daughter Walburga or by my son George, suggesting, why don't we do a cross-border picnic, sort of a popular celebration there. The plot thickened when Imre Pozsgay was invited to join Von Habsburg as a patron of the picnic. Ez a kérés nekem jó alkalmat adott arra, hogy egy másik tervet is beleszőjek ebbe az akcióba, amely a kezdeményezőkben még nem volt ott, és a kezdeményezők erre nem gondoltak. Mégpedig a határőrség parancsnokával és a belügyminiszterrel konzultálva megegyeztünk abba, hogy ezt az alkalmat egyfajta precedensé tesszük, hogy Magyarország területét NDK-s állampolgárok szabadon elhagyhatják. A site for the picnic was selected a mile or so from the border with Austria. For the original organizers of the picnic, it was a chance for Hungarians and Austrians to celebrate the end of the Iron Curtain that separated them. For the Hungarian leaders, it was the chance they'd been looking for to release East German refugees without being blamed by their allies. But the border post near the picnic site was guarded by soldiers with guns. Személy szerint a belügyminiszterrel tárgyaltam erről. Tájékoztattam arról, hogy mire kértek, és arról is, hogy szeretném, ha a határt kinyitnák, hiszen az ő felügyelete alá tartozott a határőrség. At a time when reform in the communist world might still be reversed, the picnic plan was a nerve-wracking operation for the Hungarian leaders, particularly since it was being encouraged and supported by West Germany. Wir wussten, dass es beabsichtigt war. Wir kannten nicht die Reaktion der ungarischen Seite. Ich bin mir bis heute nicht darüber im Klaren, ob die ungarische Führung darüber erfreut war oder erschreckt war. Flyers were printed inviting picnickers to come and clip off part of the Iron Curtain. A German-language version was prepared for distribution in Austria. Copies of this found their way into the hands of large numbers of East German refugees in their former holiday camps in Hungary, complete with a handy map showing exactly how to get to the obscure site near the town of Sopron. The date was August 19th, 1989. Tudom, hogy a hír eljutott a menekülttáborokba. Megfelelő föld alatti, vagy nem tudom minek nevezzem, csatornákon. A lelkészek és a menekülttáborok felügyelői gondoskodtak még sokak számára autóbuszról is. És nagy számban jelentkeztek a Sopron környéki kempingekbe, fizető vendégszobákba, szállodákba, megtelt szinte a város és környéke. Ezen kívül az is egy komoly jel volt, hogy osztrák viszonylatban az osztrák hatóságok részéről, vagyis az osztrák Vöröskereszt részéről végül is konkrét helyeken települtek sátrakba, tehát nagyobb számú németek kijutását várták. Oblivious to the signs of international intrigue, the picnic organizers concentrated on their arrangements. Ezen a helyszínen egy kapunyitás volt tervezve, osztrák-magyar küldöttség részvételével. Egy olyan kaput akartunk kinyitni, ami 40 éve a háború óta zárva volt. Kiadtuk azt az intézkedést, hogy a adott szakaszon ne legyen járőrözés,
Más szakaszon, ahol nem a piknik volt, más határszakaszon pedig amennyiben találkozik járőr németekkel, akkor szólítsa fel, hogy álljon, meg forduljon vissza. Ha visszafordul, jó, ha nem fordul vissza, akkor pedig regisztrálja, hogy kiment, hány fő, és folytassa tovább a szolgálatát. Far from the Berlin Wall, which it would help to topple, the innocent pan-European picnic began. Nearby, East Germans, anxious and hopeful, waited for their moment. Some families arrived at Schopron by train. Vorm Eingang des Bahnhofes standen 2 oder 3 Taxen, Türen schon auf, und dann mussten wir da ganz schnell rein. Das war alles so perfekt geplant, dass man sich wunderte, dass sowas überhaupt durchführbar war. Ne? Ja, dann wurden wir in dieses Hotel gebracht, auf ein Zimmer, in dem wir dann heimlich bleiben sollten. Wir sollten einfach warten, bis um 3 die höheren Persönlichkeiten zu diesem Fest gingen, um das Tor zu öffnen. Helping to make all this possible was the close involvement of West Germany. Officials from its diplomatic corps had also come to Schopron that day. Sie müssen wissen, dass die Angehörigen des Auswärtigen Amtes ganz generell den Auftrag hatten, Deutschen zu helfen. Ich hatte die Anweisung gegeben, dass wir uns streng an unsere Verantwortung als Deutsche halten und an unsere Verantwortung nach dem Grundgesetz, nämlich dass auch die Deutschen der DDR Deutsche sind. The moment came for the Lux family to leave the hotel. Man hat uns direkt bis zum Fest gefahren. Aber uns kamen schon so viele Leute sämtlicher Nationalitäten entgegen, dass wir gedacht haben, wir kommen zu spät. Es sollte ja dieser Grenzzaun durchschnitten werden. Und dann sind wir halt interessiert, sage ich mal, so an den Festivitäten vorbeimarschiert und landeinwärts gegangen, wo wir meinten, es wäre die Grenze, laut Karte. By now, dozens of East Germans were just wandering across the unguarded border into Austria. But the Lux family lost their way. Und als wir über dieser Anhöhe waren, kommt uns plötzlich ein Mitarbeiter vom deutschen Konsulat entgegen, den wir vom Sehen kannten. Und der sagt zu uns, so Familie Lux, der sprach uns also richtig auch mit Namen an, beeilen Sie sich mal, da vorne sind nette Grenzposten, die haben für Sie den Zaun hochgemacht. Und dann viel Glück. Da kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich das so höre. Ja, und mein Mann hat dann den Danny auf den Arm genommen und wir sind losgelaufen. Und vor dem Grenzzaun standen tatsächlich so 2 oder 3 Grenzposten. Unten war so der Stacheldraht hochgehoben, dass man durchkriechen konnte. Meanwhile, other East Germans were escaping through the border gate, slipping behind the backs of the passport controllers. Kinder, kommt! Brauchen nicht mehr zu laufen, ist doch schon gut. Brauchen nicht mehr zu laufen, alles okay. Du brauchst immer rein. Jetzt langsam. Ja, jetzt sind wir 8 Uhr. haben es auch geschafft. 18:44 Uhr, 16 Uhr. Was meinst du nicht? Für verdammten kommen, ist gut. Herr Honecker sollte kommen und sich das angucken. Aber da trifft ihn der Schlag wahrscheinlich. Die Familien wissen, wo wir sind. By the end of the day, more than 600 people had gotten through, leaving the East German countryside littered with abandoned cars. The vacation season was ending, but the East Germans left in Hungary were not going home. At a secret meeting near Bonn, the Hungarian leaders told Chancellor Kohl and his foreign minister to expect a flood of refugees. Hungary had decided to break ranks with its communist allies. It would fully open the border and let all the East Germans through. Wir haben über die deutsch-ungarischen Beziehungen gesprochen und dann natürlich über die Sorge Ungarns, dass bei einer Ausreiseerlaubnis, einer generellen für die Deutschen aus der DDR, es zu wirtschaftlichen Restriktionen der anderen sozialistischen Staaten kommen könnte. Und für diesen Fall haben wir auch über Möglichkeiten gesprochen, wie dann Ungarn geholfen werden kann.
The leaders of the two countries discussed a 500 million mark loan for Hungary. Én magam kértem, noha nagyon nagy szükségünk lett volna a pénzre, a hitelre. Én magam kértem a kancellár urat, hogy halasszuk ezt el, mert azt a vádat nem akarom hallani, hogy mi ezt a döntést azért hoztuk, mert pénzre van szükségünk. In East Germany, protests now erupted against the regime of Erich Honecker. They began in the city of Leipzig. Demonstrators dared to show themselves in front of foreign television crews, allowed to film during Leipzig's autumn trade fair. Und so standen sie alle draußen und das waren die ersten Bilder, die dann um die Welt gingen, wo sich ein Zug formierte mit Plakaten und wo man dann sah, wie die Stasi-Leute diese Plakate wegnahmen. West Germany's Chancellor Kohl and Foreign Minister Genscher ordered their officials to prepare for the tide of refugees from Hungary. They alerted the Austrian government, who helped to organize Red Cross tents and fleets of buses. Then, on September 10th, Genscher's staff in Hungary broke the news to the refugees. Wir haben dann am Sonntagabend in einem großen Feriendorf der ungarischen Regierung haben wir den Flüchtlingen dann über Megafon mitgeteilt, es waren ja Tausende von Menschen, dass sie ausreisen durften. Und auch das ist ein Moment, an den ich mich natürlich mit Freude und Stolz erinnere. Ich stand auf einem Tisch in diesem Lager, umringt von Tausenden von Menschen und habe ihnen also sagen dürfen, dass die Stunde der Freiheit gekommen war. Und auch das ist etwas, was mich heute noch enorm bewegt. Erich Honecker had to reassert control. Between East Germany and the escape route through Hungary lay Czechoslovakia. Here Honecker still had old friends. Honeckera jsem znal už z mládežnického hnutí. Jsem si ho velice vážil, poněvadž to byl bojovník proti fašismu. Byl za to pronásledován. To bylo takové přátelství, které bylo předtím za složitý situace uzavřeno, který přetrvává. A pak jsme si nějak i politicky rozuměli, dá se říct. From Prague, the Czech leader threw Honecker an apparent lifeline. He agreed to block his country's border with Hungary, and so cut off the escape route for East Germans. As a result, thousands of East Germans were trapped in Czechoslovakia. The West German embassy in Prague was now their only hope of getting to the West. We enforce both of these violations. Hundreds of East Germans pushed and climbed their way into the Palais Lobkowitz, which housed the West German embassy. The West Germans had no choice but to crowd the refugees in the fine rooms and gardens. With inadequate cooking and sanitary facilities, the embassy quickly became squalid. Geht mal alle bitte runter, Anordnung vom Botschafter. Alle runtergehen, sofort bitte. Ja, die Situation in der Prager Botschaft war fast unbeschreiblich. Denn wir hatten ja auf engstem Raum etwa 3000 Menschen. Als ich zum ersten Mal in die Botschaft kam, in dem Palais Lobkowitz, mitten in Prag gelegen, trat ich durch den Torbogen und überall waren Betten aufgestellt, 3-, 4-, 5-fach übereinander. Da lagen Kinder, mehrere Kinder in den Betten. Dann im Garten waren Zelte aufgestellt. Es hatte geregnet, es war nass, die Beete waren zertreten, die Wiese war nicht mehr zu sehen, weil überall waren Menschen. Und man erkannte sofort, dass wir hier an einem Punkt gekommen waren, an dem etwas geschehen musste. Meanwhile, the Czechs were pressing Honecker to resolve the Prague crisis.
Their own homegrown dissidents were already causing them enough trouble. Jsme požadovali o stanovisko NDR a o řešení tohoto problému ze strany NDR. Buď ať nejsou pouštěni občané NDR do Československa, další, no a nebo nějak se rozhodnou tento problém vyřešit. Přičemž my jsme nějaké návrhy nepředkládali a požadovali jsme, aby takové návrhy předložila NDR, aby to bylo pro ní jako našeho spojence politicky únosné. Honecker kept his own counsel until one afternoon, while at a state reception in the Berlin Opera House, he unexpectedly summoned his Politburo into one of the music rooms. Nach dieser Festveranstaltung lud Honecker noch einmal die Mitglieder des Politbüros in einen besonderen Raum, also den Apollo-Saal, Sie haben es genannt, unter Ausschluss aller anderen Gäste, die sich also üblicherweise dann auch danach noch in diesem Raum aufhalten konnten. He told a surprised Politburo that he had come up with a solution to the Czech problem and had already telephoned Prague with a message for Mr. Jakiš. Poté sám soudruh Honecker se věcí začal zabývat a v pátek 29. září volal velvyslance NDR zde v Praze, aby mne seznámil s návrhem, jejich návrhem na řešení problému. Und daraufhin sei er mit Jakiš kurzerhand übereingekommen, dass man also in einer einmaligen Aktion alles abräumen müsse an Flüchtlingen, die in der bundesrepublikanischen Botschaft sich befinden. Und sie, nur unter diesen Bedingungen wären ja die Leute einverstanden gewesen, also die Botschaft zu räumen und sie in einer besonderen Aktion per Eisenbahn durch die DDR in die Bundesrepublik zu befördern. The refugees could have easily traveled from Prague straight to West Germany. Honecker, however, was forcing them to take a detour through the country they wanted to leave. Já jsem sdělil svůj souhlas s návrhem Honeckera. For the first time since the wall was built, East Germany was permitting a mass exodus of its citizens. The West German foreign minister, Hans-Dietrich flew immediately to Prague to reassure the refugees that this was not just some trick of Honecker's. Ja, ich muss Ihnen sagen, ich kam völlig aufgewühlt schon in Prag an. Nicht? Das war ja die Frage, wie sage ich es den Menschen, die auf der einen Seite überglücklich sein werden, dass sie ausreisen können, und denen ich auf der anderen Seite sagen muss, aber die Ausreise geht mehrere Stunden durch die DDR. Würden Sie meine Sicherheitsgarantie akzeptieren? Genscher addressed the refugees from the balcony of the Prague embassy. Natürlich ein unglaubliches Glücksgefühl, eine solche Botschaft überbringen zu können, und natürlich auch das Bewusstsein, dass damit sich mehr öffnete als nur das Tor der Botschaft in Prag. When the refugees from the embassy boarded the special trains in Prague, West German officials traveled with them to help guarantee they would all get through. Die Stimmung auf den Zügen war zunächst natürlich sehr verhalten. Und als es dann am frühen Morgen in die DDR ging, stieg natürlich die Spannung, aber es war dann auch plötzlich eine gelöste Stimmung spürbar. Denn sie merkten, man hielt uns nicht auf, der Zug rollte voran, und dann gab es noch mal eine spannende Minute, als der Zug nämlich vor der Grenze hielt und nochmal DDR-Grenzbeamte den Zug bestiegen und den Menschen dort zum Teil die Pässe abnahmen. If the East German regime had a last-minute surprise, here at the border with the West was their last opportunity to spring it.
Da war es plötzlich wieder ganz still und man spürte die Angst, auch der Menschen, dass hier noch was passieren konnte. Aber als dann der Zug wieder anzog und wir die Grenze passierten, dann war natürlich der Jubel wieder groß. Erich Honecker hoped that he had successfully brought the crisis in Prague to an end. From Bonn, the West Germans announced that their embassy in Prague would be closed for renovation. It needed it. But the East German refugees in Prague had other ideas. The embassy was refilling as fast as it could be emptied. In Berlin, Erich Honecker now really had his back to the wall. Prague, Czechoslovakia, October 1989. Hundreds of East Germans try to escape to the West. They forced their way into the West German embassy, which had a policy of accepting all Germans as their own citizens. What followed was, within weeks, to bring about the fall of the Berlin Wall and the collapse of all the communist regimes in Eastern Europe. In Berlin, the East German state was preparing to celebrate its 40th anniversary. It was not a time to have citizens scrambling to escape. Hoping to end the embarrassment in Czechoslovakia, East Germany's communist leader Erich Honecker came up with a surprising proposal. Já jsem sdělil svůj souhlas s návrhem Honeckera. Návrh spočíval v tom, že občané NDR, kteří jsou na velvyslanectví, opustí Československo a odjedou do západního Německa, ale odjedou přes NDR. Next, Honecker moved to block the surge of citizens out of East Germany by closing its border with its ally, Czechoslovakia. His decision was described on the television news. Nach der Konsultation mit der CSSR wurde die Vereinbarung getroffen, zeitweilig den pass- und visafreien Verkehr zwischen DDR und CSSR für die Bürger der DDR mit sofortiger Wirkung auszusetzen. The refugees who had already made it to the West German embassy in Prague were to be transported to the West on a convoy of special trains. Dresden was the first big city on the route via East Germany imposed by Honecker. Here, thousands more wanted to join the mass exodus. Weil also natürlich viele Menschen, vor allen Dingen in diesen südlichen Teilen der DDR, sprach sich ja doch rum wie ein Lauffeuerzeuge. Also dieses von der DDR selbst organisierten Exodus, also quasi ihrer Hilflosigkeit, war, man konnte Leute nicht mehr halten. Dresden's main railway station became the focus of the people's anger. Enraged by the border closure, which reinforced the prison wall around their country, and confused by the rumors of train loads of refugees coming through, they descended on the station to find that their government had sealed it off. Honecker's solution had misfired. Groups of young men tried to storm the station. Bottles and stones confronted batons and shields. Achtung Reisende, am Gleis 5 hat Einfahrt. The international railway timetable had been suspended except for the special trains coming from Prague. And Berlin wanted no one jumping aboard. Die hatten dann einen dienstlichen Befehl bekommen, Dora 4. Die Order, die kam vom Ministerium, also von unserem Verkehrswesen. Diese Züge sind dann durch Dienstbefehl
wurden die beauftragt, ohne Verluste, ob was im Gleis war oder irgendwas, durchzufahren. Outside, a police car was overturned and set on fire. Die ganze Außenfassade, die wurde ja beschädigt durch Steinwurf, wurden Scheiben demoliert, die Türen wurden demoliert. Und wie es eben hier war, die ganzen Relais hier hinten, die wurden auch demoliert. Also es war schon haarsträubend. The wreckage of Dresden was another public humiliation for Erich Honecker. It had to be cleared up quickly. The very next day, his guests, the heads of the other communist states, were due to arrive in Berlin for the 40th anniversary celebration, Honecker's big moment. Or perhaps his swan song. 3 Politburo members, Egon Krenz, Siegfried Lorenz, and Günter Schabowski, had begun cautiously sounding out their colleagues about removing Erich Honecker. Und dann wurde also mit, sagen wir mal, mit den Meinungsführern im Politburo, mit summa summarum 10 Mann etwa wurde gesprochen, vorsichtig. Das teilten die 3, die das taten, unter sich auf. Jeder sprach mit einigen Bezirkssekretären wurde gesprochen, die also im Politbüro waren, um sicher zu sein, dass also eine Mehrheit zustande kommt, schon alleine durch das Auftreten dieser 10 Leute, was dann Auswirkungen auf die restlichen haben würde. Es gab damals einen Konsens im Politbüro, ich glaube, den haben alle mitgetragen, dass die eigentliche Aussprache nach dem 40. Jahrestag der DDR stattfinden sollte. Honecker, with his citizens fleeing and rioting, and his Politburo divided, greeted his guests. Behind his back, the conspirators already seemed confident. Když jsem předvečer oslav přiletěl do Berlína, tak mě vítali představitelé NDR na letišti a v autě mě doprovázeli do hotelu. Při té příležitosti mi soudruh Krenz sdělil, že dojde v nejbližších dnech ke změně generálního tajemníka, že tímto generálním tajemníkem má být on. The Czech leader found himself seated next to Soviet party leader Mikhail Gorbachev as Honecker took the stand for his major 40th anniversary address. Během jeho projevu měl Gorbačov několik jízlivých poznámek. Říkal je mě, poněvadž jsem seděl vedle něho. Dával najevo, že se nějak tak izoluje nebo distancuje od vedení NDR. Dá se říct, že jeho přístup k vedení NDR byl dost neodpovídající při takové příležitosti, kdy probíhaly v určitých městech v NDR demonstrace, protivládní demonstrace, například v Drážďanech, bylo spíš jakousi tichou podporou požadavků těch demonstrantů. Tak jsem to já chápal. In the evening, the Communist Youth Organization held its traditional torchlight parade, but even that went wrong. Das erste Problem bestand schon an dem Fackelzug. Und die Jugendlichen, die aus der ganzen Republik angereist waren, hauptsächlich die FDJler, schrien nun dauernd Gorbi, Gorbi, Gorbi. Я почувствовал, что происходило на этом факельном шествии, когда, по сути дела, это представители всех 28 округов ГДР, по сути дела, молодые люди, энергичные, то, что, кажется, да, наверное, отобранные
Если уж эти отобранные, по сути дела, демонстрировали открыто неуважение режиму, для меня ясно, что они уже много проиграли. Would Gorbachev back Honecker against these uncertain circumstances? Would he back those who were plotting to ease Honecker out? The next morning, the Soviet leader was to address the entire East German Politburo. Я долго думал, как мне выступать. Это очень была трудная проблема. И я сделал выбор такой. Я буду говорить о нашей перестройке. И я это делал. Interessanterweise. Das ist so eine Methode von Staatsmännern, wenn sie nicht direkt sagen wollen, was wir alles falsch gemacht haben, dann nennen sie ein anderes Land, wo das schon öffentlich ist. Und so hat er über Polen gesprochen und das endete dann mit diesem berühmten Satz hier, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Erich Honecker carried on regardless. Und dann hat der Erich Honecker als Antwortrede eine kurze Einschätzung der Lage der DDR gegeben, die sehr, sehr schön gefärbt war und lebensfremd war. Und bei der er auch in der Rede mal aufmerksam gemacht hat, dass die DDR jetzt diesen 4-Megabit-Chip schon bald produzieren wird. Und wir anderen vom Politburo, die da um diesen großen, riesen Tisch herum saßen, wir haben uns gegenseitig zugeflüstert, das kann doch nicht wahr sein. Der Gorbatschow spricht über die Schicksalsfragen der Welt, ja. Und unser Generalsekretär spricht über einen 4-Megabit-Chip hier. Die Sache endete mit einem resignierten Schnalzlaut von Gorbatschow, mit diesem berühmten so, also so etwa. So, ja, also so ungefähr. Er guckte sich dann um, Gorbatschow. Das war schon etwas herausfordernd, nicht? So, na, was sagt ihr denn alle dazu, so ungefähr? Und die Mitglieder des Politbüros, die guckten dann ausdruckslos in die Gegend. Не окольно, это вот настолько прямо было и ясно, что я видел все переживания на лицах. Wir waren durstig, wir hätten da schon mit der Faust auf den Tisch schlagen sollen und sagen, aber Erich, so geht's doch nicht oder so. Das war natürlich illusionäre Vorstellung, weil die Sache wäre unterbunden worden. Es wäre ein Skandal gewesen und der wäre gewarnt gewesen und die Leute wären irgendwie kaltgestellt worden, nicht? Aber die Situation war so, dass man im Grunde hätte sagen müssen, also mit dem Quatsch müssen wir nun langsam aufhören, Erich. While the Politburo held back, the people of Berlin did not. That evening, Gorbachev's last in Berlin, the demonstrators appealed even more directly to him. Да, я все это слышал. Я все это слышал. The demonstrators reached the very doorstep of the state banquet. Inside, Honecker issued his counter-challenge. Nehmen Sie die Gewissheit mit nach Hause, dass unsere Republik auch im 5. Jahrzehnt ihrer Existenz ein bedeutender, zuverlässiger Friedensfaktor im Zentrum Europas sein wird. This uneasy celebration in Berlin echoed another 40th anniversary only 4 months earlier, when Gorbachev's presence had also sparked off demonstrations. That was in Beijing. There, the Chinese government went on to kill many of the Tiananmen Square protesters. East Germany had been one of the few regimes to declare their support. Honecker noted that the repressive measures had secured the Chinese regime's position. Just before Gorbachev's arrival, Erich Milka, head of the secret police, instructed his forces throughout East Germany that anti-regime demonstrations were enemy activities to be suppressed by all possible means. While Gorbachev dined with Honecker, in Leipzig, East Germany, there seemed to be the beginnings of a replay of Tiananmen Square. That evening, there were protests in Berlin and Leipzig, Dresden and Chemnitz, Halle, Erfurt and Potsdam.
These were no longer people who wanted to escape to the West. They could not be placed on trains and dismissed. Their slogan was far more dangerous. You do not know could cost you. Not all Honecker's colleagues in the Politburo had a stomach for violent repression. Some wanted to talk to the leaders of the emergent underground opposition movement called New Forum. Und das war das Problem für uns. Wir als Bezirksleitung oder Kreisleitungen brauchten die Kontakte zu diesem neuen Forum. Wir mussten mit denen in eine Gemeinsamkeit kommen, mussten mit denen eine gemeinsame Sprache führen. Das haben alle gefordert. Und wir haben auch als Bezirkssekretär im Politburo gefordert, dass diese Frage auf die Tagesordnung gesetzt wird. Das wurde aber nicht gemacht. Das wurde nicht auf die Tagesordnung gesetzt. On the day after Gorbachev's visit, New Forum called for a large rally of supporters to assemble in the historic main square in Dresden. Ich habe gesehen, was es für Leute waren. Das waren nicht mehr die Leute, die hier am Bahnhof Steine geschmissen haben, sondern das waren Leute, die nachgedacht haben. Und dieser Demonstrationszug lief an der Elbe entlang, rief den Leuten zu, schließt euch an, wir brauchen jeden Mann, haben gerufen, keine Gewalt, haben gerufen, wir bleiben hier, Reformen wollen wir. A new political consciousness was taking root in East Germany. Ich bin dann in diesen Demonstrationszug mitgelaufen und habe das erste Mal Straße gespürt. Das erste Mal erlebt, was es wirklich heißt, das ist meine Straße, hier gehe ich jetzt. Hier kann ich endlich meinen Willen zeigen, auch wenn es noch stumm ist. Aber indem ich hier laufe, demonstriere ich, dass ich nicht mehr einverstanden bin mit dem, was hier in diesem Land passiert. But soon they found their street was blocked by a large force of police. Many demonstrators lost their nerve and left, but a group of more than 200 stayed where they were and sat on the ground. Dann sahen wir, wie plötzlich diese LKWs, die grünen Polizei-LKWs, rückwärts angefahren kamen und uns war klar, jetzt werden wir abtransportiert. The 200 people arrested were driven to the barracks of the Dresden riot police. Here began a long night at the mercy of the authorities. Wir wurden dann vom LO mussten wir halt runter und wurden getrennt. Frauen links, Männer rechts und wurden gesondert. Und da habe ich dann gesehen, dass da, ich weiß nicht, das war wie so eine Art Garage oder so gewesen. Und da standen dann die Männer so an Wänden, so breitbeinig und wurden auch geschlagen. Also das habe ich gesehen. Und da habe ich auch gedacht, um Gottes Willen, also da kam auch wieder dieser Hass. So. Ja, und wir Frauen, wir wurden dann abgeführt in so einen Duschraum. Ja, und das war ganz schön brutal. Überall gab es nur Schläge. Ich habe selbst einen harten Schlag auf den Kopf bekommen, der mir lange zu schaffen gemacht hatte. For all its violence, the Dresden demonstration was only a dress rehearsal. The following day, the center of political conflict moved to Leipzig. Here, 100 miles to the south of Berlin, the regime had identified an enemy stronghold, the Nikolai Church. Each Monday throughout the summer, people had been coming here from all over East Germany to talk openly about official acts of repression and to peacefully defy the state. Over the weeks, these early evening peace prayers had spilled out onto the streets to become increasingly large demonstrations. Now, after the Gorbachev clashes, the order from Honecker was that the next Monday demonstration must not happen. Leipzig's party newspaper published the order in a letter from a local workers' militia commander. The demonstrators are enemies of the state, and we are ready to suppress these counter-revolutionary actions, if need be, with our weapons in our hands. Diese Gefahr lag nahe. In dem Augenblick auf den Straßen immer wilder wurde, wären einige der Alten bereit gewesen, die ja heute noch zu dieser Fahne stehen, also zu sagen, jetzt nennen wir das mal konterrevolutionären Mob und erledigen das. Das ist unser Recht vor der Geschichte. Nicht? Also halb, ein Schuss oder irgend sowas, ja, das hätte genügt,
um also die Explosion auszulösen, die blutige Explosion. It was now a race against time. With the 40th anniversary over, the conspirators hoped to vote Honecker out at the next Politburo meeting. But meanwhile, the hardliners still held all the power. Their frontline troops were here, at the main barracks for Leipzig's paramilitary riot police. Many of the police had been drafted into service. Their commanders had to make sure that if the order came, the young men selected would shoot fellow citizens. Es wurden die Leute rausfiltriert, von denen man von vornherein schon wusste, dass sie politisch als Ansicht der damaligen Herrscher nicht einwandfrei sind. Das heißt, wenn man von vornherein in Einzelgesprächen gesagt hat, dass man nicht bereit ist, dann auf dementsprechend Demonstranten zu schießen, beziehungsweise auf die Leute einzuprügeln. Und diese Befragungen wurden eine Woche vorher, wurden in Einzelgesprächen abgerufen. During the night before the Monday demonstration, the extra forces requested by the police chief began moving into place. In der Nacht vom 8. zum 9. sind ständig in der ganzen Nacht immer wieder Truppen nach Leipzig gekommen, aus anderen Bereitschaftspolizeien, aus Erfurt und Berlin und Umgebung, überall her. Also da waren insgesamt wie 10 Hundertschaften oder so mindestens an Leuten da. Eben mit Panzern, die auf Schützen, auf LKWs verladen, dann auch in der Nacht standen. The men were assembled to prepare them for what lay ahead. So, dort wurde angewiesen, dass heute mehr oder weniger mit einer Revolution zu rechnen sei, die vergleichbar ist mit den Ereignissen auf dem Platz des himmlischen Friedens in China. So, dort wurden uns dann auch einige Bilder vor Augen gehalten mit diesen verbrannten Polizisten, die damals als Propagandamittel durch den ostdeutschen Blätterwald rauschten. Und nach dem Motto, entweder die oder wir, sollte dann dementsprechend der einzelne Kampfesmut von den Polizisten angestachelt werden. Ich glaube, am 9.10. mit Mittagszeit die Waffen aus der Waffenkammer aus erstmal an die Bereitschaftspolizisten in Form von Gummiknüppeln und Schild und Helm und an die Offiziere von ihren persönlichen Pistolen halt. Pistole Makarov, 9 mm, ja, mit scharfer Munition. Da hatte jeder Vorgesetzte mindestens 2 Magazine. Es kam dann nach der Waffenausgabe sozusagen der Kompaniechef und gab Befehl, eben der Herr Saliger als Kompaniechef so und so viele Kisten Waffen, Kalaschnikows bereitzustellen, die verladen wurden auf die LKWs, die mitgeführt wurden. Ja, in der Kaserne spielten sich da schon ganz schön schlimme Szenen ab, dass eben junge Männer da auf den Betten gelegen haben und geheult, weil sie wussten, ihre Frauen sind da demonstrieren. Und in der Hinsicht, das waren schon schlimme Gefühle. Hans Illing knew his mother and stepfather were likely to join the demonstration. Ja, ich habe meine Eltern angerufen, um sie zu warnen, dass sie am 9.10. halt nicht rausgehen demonstrieren auf dem Ring, da die Gefahr so groß war, dass eben scharf geschossen wurde und viele andere, also großes Polizeieinsatz und Armeeeinsatz da war. Mutti, bitte geht heute nicht in die Stadt. Ja, du musst mir das versprechen, es ist Schießbefehl erteilt worden. Und da habe ich ihm das auch versprochen. Und es war auf der Arbeit, hat er mich angerufen. Auf der Arbeit? Ja, das fällt mir jetzt gerade ein. Ja, auf der Arbeit hat er mich angerufen. Und da habe ich natürlich das auch meinen Kollegen allen erzählt. Ne? At the church, news poured in of all these warnings and preparations. The pastor learned what the young riot police were being told about him. Und nun hat man die Soldaten gesagt, der Pfarrer ruft auf dazu, dass Stöcke und Helme mitgebracht werden sollen in die Kirche. Und die Namen der zu lynchenden Polizisten würden aushängen. Ein abenteuerlicher Irrsinn. Leipzig's party headquarters faced an impossible choice that afternoon. They knew that Honecker wanted to have the counter-revolutionaries crushed, and that more than 50,000 demonstrators would soon fill the streets. Unser Ziel war, zu überlegen, wie wir mit der Bevölkerung letzten Endes die Demonstration einschränken. Wenn es nach zentralen Weisungen gegangen wäre, direkt verhindern. Aber das war
gar nicht mehr möglich. Hier ist nichts mehr aufzuhalten. Sobald hier irgendeine polizeiliche Maßnahme erfolgt, kommt es zu harten Auseinandersetzungen, wobei ich der Meinung war, die Grenzen könnten wir dort nicht mehr festlegen. At the very center of the battleground was a concert hall. Kurt Masur, later to become director of the New York Philharmonic, was the conductor of the Leipzig Gewandhaus Orchestra. At the last minute, he helped provide a way to defuse the crisis. With other leading citizens, he drew up an appeal to the people. 3 assistant secretaries of the Leipzig party risked their careers and helped to draft it. At 5 p.m., the main square, the Karl Marx Platz, began to fill with people. At 5:30, Kurt Masur's appeal was broadcast on the local radio and over the public address system in the town center. Wir alle brauchen einen freien Meinungsaustausch über die Weiterführung des Sozialismus in unserem Land. Deshalb versprechen die Genannten heute allen Bürgern, ihre ganze Kraft und Autorität dafür einzusetzen, dass dieser Dialog nicht nur im Bezirk Leipzig, sondern auch mit unserer Regierung geführt wird. Wir bitten Sie dringend um Besonnenheit, damit der friedliche Dialog möglich wird. The act of 3 senior party officials in promising dialogue with the government was the first public sign that the communist leadership was split. The organizers of the appeal set out to bring a copy of it to the church, where the leading demonstrators were assembled. Und es kam ein Mensch draußen, der trommelte an die Türen und die Leute lachten. Hier ist alles voll, ja. Und er sagte, ich muss unbedingt dem Pfarrer Führer etwas überreichen vom Gewandhaus. Und da haben sie auch ein Zeichen der Gewaltlosigkeit die Menschen Platz gemacht. Er ist hereingekommen, ich habe das verlesen lassen. Diesen Aufruf von Professor Masur und dem Kabarettisten Bernd Lutz Lange. Und da haben die Leute geklatscht in der Kirche. Das war wichtig. By 6 p.m., the square had filled with thousands of demonstrators. Their aim was to march on the usual route around the city's inner ring. Waiting for them on the road were some 3,000 armed police. But there was no sign of violence from the demonstrators. The burden of precipitating a possible massacre now rested primarily on the chief of police. Also, ich bekam die Aufforderung, mich zu entscheiden. Das war gegen 18:10 Uhr. Danach habe ich gegen 18:15 Uhr den damaligen Minister des Innern, Chef der Deutschen Volkspolizei, Herrn Dickel, angerufen und gesagt, dass ich vorschlage, mit den Kräften mich zurückzuziehen und nur zu handeln, wenn die Polizisten angegriffen werden. Er hat sich kurze Bedenkzeit ausgebeten und hat nach ca. 5 Minuten mich informiert, das kannst du so machen. The police withdrew. The demonstrators began their march. The decision to let the demonstration go ahead had to be confirmed by the party. The Leipzig boss had to be careful to choose the right leader in Berlin to speak to. Im Grunde war ja noch Erich Honecker da und hat ja noch die Funktion voll ausgeübt. Ich habe aber unter diesem Gesichtspunkt überlegt, mit wem kannst du reden, nachdem ich zu der Meinung gekommen bin, die Demonstration muss genehmigt werden. It was Honecker's second in command, Egon Krenz, whom he telephoned. Genosse Egon Krenz hat mich dann angerufen, ungefähr eine Dreiviertelstunde später, und hat ungefähr Folgendes zum Ausdruck gebracht. Ich habe mich beraten mit mehreren Ministern und Mitgliedern des Politburos. Wir sind zu der gemeinsamen Auffassung gekommen, dass ihr richtig entschieden habt. The real moving force of that day in Leipzig was there plain to see, on the streets in their thousands. And footage of them filmed illegally and smuggled out of the country was seen by the many East Germans who watched Western television. This footage showed the whole country that it was safe to demand change.
In Berlin, 8 days after the backdown in Leipzig, the Politburo plotters finally made their move. Honecker ist an diesem Tag, am 17. ins Politbüro gekommen und wollte eigentlich die Sitzung so durchführen, wie sie geplant war. The Politburo's longest-serving member, Prime Minister Willi Stoph, had been persuaded to speak up first. Und da meldete sich dann gleich zu Beginn Stoph und sagte, Erich gestatte. Und Erich gestattete ihm, war etwas verblüfft, weil sowas ja nicht vorkam üblicherweise im Politburo, dass gleich zu Beginn jemand also noch irgendwelche Einwände oder Zusätze zur Tagesordnung machen wollte. Und dann hat Ministerpräsident Willi Stoph darum gebeten, die Tagesordnung zu verändern. Hat gesagt, er will vorschlagen, die Absetzung Erich Honeckers und die Wahl von Egon Krenz zum Generalsekretär. Und es kam zu einer grotesken Situation von Sekunden, sagen wir mal. Er reagierte überhaupt nicht darauf, sondern machte Anstalten, die Tagesordnung weiter durchzusetzen. Also sagte dann, also wir kommen jetzt, als ob der Mann nicht gesprochen hätte. Alle Politbüro-Mitglieder wussten, worum es geht. Die waren vorbereitet auf diese Sache, so dass es zu gar keiner Diskussion kam. Er hat es vorgelesen, wer ist dafür, alle. Und es gab niemanden, der also etwa für den Verbleib Honeckers in dieser Funktion gesprochen hätte. Also auch die, mit denen nicht geredet worden war, hatten begriffen, wie der Hase läuft. The motion called for the resignation of Honecker and 2 of his closest associates, including the propaganda chief, who earlier that year had printed 39 pictures of Honecker in a single edition of the party newspaper. Und dann kam es zur Abstimmung über den Antrag. Und dabei stimmten auch in kommunistischer Manier die 3, die abgesetzt werden sollten nach dem Antrag, gleichfalls mit erhobenen Arm für ihre Absetzung, also auch Honecker. Herzlichen Glückwunsch zur Wahl. Egon Krenz, the beneficiary, knew that to survive he had to please the people. He had no quick way to make changes that would win popular support, but one thing he could do was to let the people out. Mit meiner Wahl zum Generalsekretär war auch das Problem Reisefreiheit das erste Problem, was wir lösen wollten. Wir wussten nur nicht immer wie. The biggest restriction of all, on travel, remained as visible as ever. East Berliners gave Egon Krenz a reminder of their raised expectations. The largest demonstration in the history of East Germany took place in the Alexanderplatz, the showplace built by the communist rulers for mass displays of popular support. Nearly 750,000 people attended. Also wissen Sie, wenn Hunderttausende auf die Straße gehen und man spürt, dass viele davon mit dem nicht einverstanden sind, was die Regierung, die Staatsmacht macht, dann fühlt man sich natürlich unter Druck. Krenz began to draw up a package of new measures and initiated something unheard of in East Germany, a daily press conference to present the plums of the party's new program to the public. The task was a challenge for Günter Schabowski. Also das Aktionsprogramm wird die Grundpositionen der Partei zu allen diesen relevanten gesellschaftlichen Fragen formulieren und wird dort konkrete, überprüfbare Ziele ausdrücken. The need for a popular measure, which had to be freedom to travel, was urgent, but Krenz had reservations. Wir fühlten uns für alles, was die DDR-Bürger betraf, verantwortlich. Also auch dafür, dass sie, wenn sie in der Bundesrepublik sind, nicht als Bettler aufzutreten brauchen. Und ich empfand es immer sehr schlimm, dass Bürger der DDR als solche auftreten wollten, aber im Grunde genommen als Bettler in den anderen deutschen Staat kamen, weil wir ihnen kein Geld geben konnten. Krenz overcame his reservations. The proposal he put forward was to allow East Germans to travel, as long as they first obtained an exit visa from the pass offices.
The new law let the people travel, but by requiring them to get exit visas, which most countries do not require, it ensured that state control would still be kept. Mir ging es damals einfach darum, die Zeichen der Erneuerung für unsere Politik auch durch diesen Reisebeschluss zu geben. In short, this was the price Krenz thought he had to pay for communist power to continue in East Germany. But there was no room for mistakes in a law that opened the gates to the West, however cautiously. Krenz promptly presented it to the Central Committee. Habe sie dann vorgelesen, Satz für Satz vorgelesen, langsam vorgelesen, betont vorgelesen, so dass es eigentlich hätte niemanden geben können, der gesagt hätte, ich habe den Beschluss nicht verstanden. Krenz had such high hopes for the popularity the new law would win him that he made a fatal mistake. Und kurz vor 18 Uhr ist dann Politburo-Mitglied Schabowski gekommen, hat gesagt, dass er zur Pressekonferenz gehen würde, ob ich noch Probleme hätte, die er dort darlegen könne. Und da habe ich ihm meinen Beschluss, den ich vorher verlesen hatte, einschließlich Presseerklärung, also Presseinformation gegeben. Da gab er mir dieses Papier, sagte, du Mensch, nimm das mit. Nicht? Das ist ja sozusagen eine Sache, die sehr für uns wirken wird. Und ich nahm sie mit in der sicheren Annahme, dass das Papier voll unsere Intention noch ausdrückt. Ich habe es mir dann auf der Fahrt zur Pressekonferenz nochmal im Auto überflogen, habe sie unter meine Materialien gesteckt und habe sie dann sozusagen als Tagesordnungspunkt 3, 4 oder 5, je nachdem, was da zu behandeln war, mir vorgemerkt. As far as the party was concerned, everything was in place for a smooth launch of the law the next day, with orderly and grateful lines at designated pass offices. Unsere Weisungen waren im Ministerium fertig. Sie waren so weit fertig, dass es hätte eines Knopfdruckes bedurft, um alle Dienststellen der Volkspolizei zu informieren, wie sie sich zu verhalten haben, im einzelnen Fall, bei Ausreisen und. Die Weisungen waren alle ausgearbeitet und für diesen Abend hatte ich Theaterkarten. Everything went normally at the press conference until a journalist asked a question. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Wann tritt das in Kraft? Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. The press conference was carried live on television. At the border crossing where history was to be made, Bornholmer Street, Helmut Stoss was one of the Stasi officers on duty. Am Abend des 9.11. spielte sich in etwa Folgendes ab, dass nach der Mitteilung Schabowskis im Fernsehen, vielleicht eine halbe Stunde später, dann sich doch eine größere Menschenmenge an der Grenzübergangsstelle Bornholmer einfand, um die Ausreise nach West-Berlin zu fordern. So wie es eigentlich doch etwas missverständlich oder etwas zweideutig, man hätte es auslegen können, wie man will, Schabowski im Fernsehen gesagt hatte. Wir konnten natürlich aufgrund unserer normalen Anweisung diesen Bürgern die Ausreise nicht gestatten. A little later, the man responsible for all the visa arrangements came home from the theater. Ja, ich bin nach Hause gefahren und mein damals 16-jähriger Sohn sagte uns, dass ich sofort meinen Minister anrufen soll. Er hätte schon mehrfach angerufen und im Übrigen sei die Grenze auf. Der Fernseher lief zu Hause. Ich habe pausenlos die Pressekonferenz mit Günter Schabowski gesehen und habe sofort gedacht, es ist eine Panne passiert.
via cable, Partners in Learning. The button to make the new travel law official had not been pressed. Now the most crucial crossing points along the entire Iron Curtain were going out of control. Krenz argues that the mistake was entirely Schabowskis. In der Erklärung war zu lesen, dass der Beschluss am 10. in Kraft tritt. Deshalb wurde gesagt, ab sofort, wenn das am 10. bekannt gegeben worden wäre. Da er es aber am 9. bekannt gab und sagte, ab sofort, dachten die Leute, noch am gleichen Abend würden sich die Grenzübergänge öffnen. Schabowski blames Krenz. Also an diesem Dokument stand nichts von einer Sperrfrist. Ich sage nochmal, es wäre ja auch absurd gewesen. Ich kann nicht ein solches Papier bekommen, dort mitteilen und dann sagen, aber es ist eine Sperrfrist. Das ist absurd. Keiner wusste an diesem Abend, wie reagieren die Mitarbeiter der Grenzübergangsstellen. Verhindern sie Grenzdurchbrüche mit Waffengewalt? Gibt es Blutvergießen, gibt es kein Blutvergießen? Was passiert? So, und nur auf das Gerede von Herrn Schabowski im Fernsehen konnten wir diese Leute natürlich auch nicht rauslassen. Es war eine ganz schreckliche Situation. Ich bin sofort ins Innenministerium zurückgefahren, habe hier in diesem Haus gesessen, habe also tausende Fragen in dieser Nacht beantwortet, per Telefon, per Fernschreiben, per Telex, wie man sich zu verhalten hat. And the Stasi guards were looking for instructions from their own ministry. Unser Dienststellenleiter hat zwar ständig versucht, über unseren Vorgesetzten in der Hauptabteilung 6 eine Entscheidung herbeizuführen, aber da wurde immer wieder vertröstet, wir sollen die Leute weiterhin vertrösten. Bloß, wenn dann so nicht bloß zig Leute, sondern auch nicht mehr nur Hunderte, sondern dann schon Tausende im Hinterland der Grenzübergangsstelle stehen und Ausreiser fordern, dann wird einem doch etwas anders. Das Innenministerium war nicht verantwortlich für die Arbeit der Grenzübergangsstellen. Das war das Ministerium für Staatssicherheit. Ich habe in dieser Nacht dort keine Partner gefunden. Es war ganz erstaunlich. Ich wusste nicht, was dort geregelt war. Ich wusste, was ist bei uns geregelt. Aber bei uns war die Visaerteilung ab 10. November 8 Uhr geregelt. Ich meine nicht, dass wir Angst bekommen hätten, aber es war doch ein bisschen eine brenzliche Situation, dass so viele Menschen im Hinterland der Grenzübergangsstelle standen und nun die Ausreise forderten. Das kannten wir ja nun gar nicht. The Stasi officers could wait no longer for orders. They had to lift the barriers. Alles auf. Die Leute mussten hier durch, die mussten hier irgendwo durch. Als die Schlagbäume hochgemacht worden sind, das war der erste Posten auf Seiten der DDR. Da habe ich selbst den Schlagbaum mit geöffnet. Es war ein wahnsinniger Druck. Ich musste den Schlagbaum festhalten, damit er nicht zurückschlägt. Und eine wahnsinnige Freude unter den DDR-Bürgern, jetzt nach West-Berlin zu dürfen. Later that night, the East German government granted permission for what had already happened. The crossing points were never closed again. Ну, я думаю, это большая неожиданность была. И для нас большая неожиданность. Это была информация через наше посольство, которое доложило. В 9 часов утра мы узнали вот все, что произошло ночью. Народ двинулся, тысячами двинулся, торжествуя, что свершилось. Все-таки мой был совет таков, что раз
так развивается событие, то ни в коем случае в этом случае противопоставить этому движению, настроению людей силу, это неприемлемо и недопустимо. Ja, persönlich habe ich mich gefragt, wozu hast du eigentlich hier gestanden? Über 20 Jahre. The attempt to prove that the ideas of another German, Karl Marx, could make life better for everybody had suffered an apparently fatal defeat. The fall of the wall brought all the communist regimes of Eastern Europe tumbling down after it. Coming up next on the Discovery Channel, witness the latest developments in motorcycle racing and design on Next Step. Then shoppers get floating sneakers from Nike Town on Beyond 2000. Explore your world.